Ja, also mein Name ist Georg Hauser, bin 36 Jahre alt, Kfz-Technikmeister, komme aus der Technikseite. Mein Beruf ist hauptberuflich hier Unterbodenschutz, Hohlraumkonservierungen an sämtlichen Fahrzeugen, was Räder haben, vom kleinen PKW bis großen Wohnmobil bis 24 Tonnen, alles möglich. Also wie wir jetzt hier an dem Beispiel sehen, ist hier ein Wohnmobil. Hier hat der Hersteller wenig bis gar keinen Rostschutz zusätzlich aufgebracht. Das heißt, wenn diese Fahrzeuge im Winter bewegt werden, ganz speziell hier in Süddeutschland, Südeuropa, wo einfach viel Salz auf der Straße ausgebracht wird, fangen die Fahrzeuge schon mittelfristig an zum Rosten. Speziell eben vom Hohlraum und auch am Unterboden, sämtlichen Karosserieteilen. Das heißt, wir haben das Fahrzeug hochgehoben, haben den zerlegt, das heißt sämtliche Plastikanbauteile wie Radlaufschalen sind weggekommen. Dann wurde das Fahrzeug gründlich rausgewaschen mit Reiniger und heißem Wasser. Das heißt, das Fahrzeug ist staub- und fettfrei komplett, die Hohlräume wurden im gleichen Zuge gespült. Ganz wichtig ist dann auch anschließend die Trocknungszeit. Das Fahrzeug steht hier in der beheizten Halle, auch im Winter eben schön da, sodass er nach 2 Tagen schön trocken ist. Wichtig ist, dass die Hohlräume auch durchgeblasen werden, dass die schön trocken sind, dass keine Pfützen entstehen, wo dann später das Konservierungsmittel nicht richtig hin kann. Wenn die Einpackphase vorbei ist, beginnen wir dann eben auch schon mit der eigentlichen Art der Konservierung. Das heißt, zuerst ist das Thema Hohlraum was ganz wesentlich und wichtig ist. In meinen Augen fast noch wichtiger wie der eigentliche Unterbodenschutz sind die Hohlräume. Das heißt Rahmen, Schweller, Quertraversen, alles was an Hohlkörper, an Blechteilen da ist, weil hier einfach wenig bis gar nichts drinnen ist, rostschutzmäßig. Das heißt, in dem Fall haben wir hier mit dem Produkt 977 gearbeitet. Das ist ein wasserbasierendes Hohlraumkonservierungsmittel von Dinol, Dinitrol. Das heißt, das wurde hier eingebracht eben mit einer 360-Grad-Lanze eben, wo dann der Hohlraum vernebelt wurde mit dem Produkt. Vorteil ist von dem Mittel, dass es wasserbasierend ist. Das heißt, man sieht es jetzt nicht hier im Video, aber es ist sehr geruchsneutral, weil es eben lösemittelfrei ist. Dann ist das der eine Punkt, warum ich es auch gerne hernehme, ist einfach der Umweltgedanke. Dadurch, dass der lösemittelfrei ist, kann ich da hier auch gut nachher mit dem Reinigungsprozess die ganzen Werkzeuge wieder sauber machen. Eben mit normalem Wasser lässt sich das Ganze reinigen, wenn ich es unmittelbar danach mache. Wenn Thema Hohlraum abgeschlossen ist, ist es wichtig, dass die ganzen Abtropfspuren noch abgewischt werden, sodass keine Tropfenbildung vorhanden ist. Und dann beginnt man eigentlich schon mit dem klassischen Unterboden. Das heißt, alles, was ich von unten an Karosserieteilen sehen würde vom Fahrzeug her, der Rahmen ganz wesentlich und auch vorn alles, was noch original ist, von Fahrerkabine bis nach hinten hin. In dem Fall haben wir uns auch für das Produkt 958 entschieden. Vorteil von dem Mittel ist, dass es extrem steinschlagresistent ist. Das heißt, diese Art der Beschichtung ist sehr langlebig, muss man sagen, sehr robust auf externe Beschädigungen wie durch Steine, Äste, wo dann schon mal bei so einem Expeditionsfahrzeug unten rumschwirren können. Das zweite Vorteil ist, dass es schon in kürzester Zeit nach der Verarbeitung, in der Regel schon nach 24 Stunden, trocken ist. Das heißt, es ist nicht pappig, man bleibt nicht dran hängen mit der Kleidung etc. Die Farbe ist konsequent schwarz. Ist bei manchen Kunden auch immer ganz wichtig, wie die Optik dann ist. Eben. Auch das Mittel 958 ist wasserbasierend. Also das heißt, hier ist auch der Trägerstoff zum Verarbeiten Wasser. Man sieht diesen bläulichen Schimmer nach der Verarbeitung, der sich dann aber eben auflöst, verdunstet, verdampft an der Umgebung, sodass dann am Schluss wirklich diese schwarze Beschichtung übrig ist. Sehr umweltschonend, muss man sagen, weil auch hier wieder wenig bis gar kein Lösemittel vorhanden ist. Das heißt, man kann es geruchsmäßig besser aushalten neben so einem Fahrzeug. Wenn man dann den klassischen Unterboden fertig hat, man sieht es vielleicht hier jetzt auf dem Video oder Foto etwas schlecht, aber zum Beispiel die Kardanwelle wurde eben vorher eingepackt, die wurde definitiv nicht mit 958 beschichtet. Einfach aus dem Hintergrund, wenn ich eine lange Kardanwelle habe, reagiert die sehr feinfühlig auf Unwuchten, das heißt auf Gewichtsverlagerungen. Da das 958 doch ein bisschen ein Materialauftrag da ist, kann das eventuell später zu Problemen führen.
Aus dem Grund werden wir die Kardanwelle mit dem Mittel 4010 behandeln, wenn 958 abgetrocknet ist komplett. Das heißt, hier kommt eine ganz dünne Wachsschicht drauf, sodass auch hier eine Schutzschicht definitiv drauf ist. Vorteil von 4010, es ist nur leicht gelblich, fast durchsichtig. Das heißt, am ersten Blick nehme ich es gar nicht wahr, weil hier einfach das durchsichtig ist. Trotzdem ist einfach eine feine Schutzschicht drüber, wo Wasser oder Salze nicht an das Material wie das Eisen dann rankommen. Dementsprechend werden wir auch den Motorraum behandeln. Das heißt, wenn das Fahrzeug wieder herunten ist, auf Rädern steht, dann werden wir den Motorraum schön einpacken rundherum und dann von oben her den Rahmen, auch die ganz wichtig sind die Kotflügelbereiche raus, alles was an Blechteilen da drin existiert, mit dem 4010 behandeln. Weiterer Vorteil vom 4010 ist die Hitzebeständigkeit. Das heißt, das Mittel ist sehr temperaturbeständig bis 200 Grad. Das heißt, auch hier kann man schön Motorölwannen, aber nur wenn Stahlölwannen sind, behandeln mit einer ganz dünnen Schicht oder Bereiche, wo auch mit Hitze in Berührung kommen. Auspuffanlage natürlich nicht, aber alles andere dann kann man mit 4010 behandeln.